In diesem Video der Beginn unserer Reise nach und durch Island. Von Bayern aus starten wir Richtung Norden, über die mystischen Externsteine, durch Dänemark bis zum nördlichsten Punkt Jütlands Grenen, wo sich Nord- und Ostsee küssen. Dann mit der Fähre hinaus auf die offene See zu den geheimnisvollen und sagenumwobenen Färöerinseln. Wind, Wasser und Legenden, aber auch Regen und Nebel, das sind die Färöer. Wir standen am schwebenden See von Sørvágsvatn, spürten die Gischt des Múlafossur, sahen die versteinerten Riesen von Risin og Kellingen und besuchten den höchsten Berg der Färöerinseln, der durch mystische Nebelschwaden blinzelte. Wir fuhren über atemberaubende Passstraßen und durch Unterwassertunnel mit Kunstwerken und Kreiseln. Am letzten Tag auf den Färöerinseln wanderten wir durch die alten Gassen von Tórshavn und besuchten den Regierungssitz, der schon zur Wikingerzeit bestand, bevor es weiter nach Island ging. Begleite uns auf die erste Etappe unserer Nordreise, voller Natur, Geschichte und Abenteuer. Zunächst führte unsere Reise uns in die Nähe von Bielefeld. Hartnäckigen Gerüchten zum Trotz gibt es Bielefeld wirklich, auch wenn ab und an mal ein ICE einfach durchfährt. Inmitten des Teutoburger Walds ragen sie auf, die Externsteine. Naturwunder, Kultstätte, Rätsel der Geschichte. Hier trafen Sonne und Stein, Glaube und Mythos, Himmel und Erde aufeinander. Ein Ort, der seit Jahrtausenden Menschen anzieht und bis heute Geheimnisse flüstert. Vor rund 70 Millionen Jahren entstanden, wurden die Externsteine schon in der Steinzeit von Menschen genutzt. Später verehrten hier germanische Stämme ihre Götter. Im Mittelalter christianisierten Mönche den Ort, indem sie Kapellen und Altäre in den Fels schlugen. Dabei entstand auch das berühmte Kreuzabnahmerelief. Über die Jahrhunderte wandelte sich der Ort. Vom heidnischen Heiligtum zum christlichen Pilgerziel, vom Naturdenkmal zur Legende. Geheimnisvoll bis heute. Die Externsteine liegen in einem Park, der familienfreundliche Wanderungen ermöglicht und jedes Jahr viele Besucher anlockt. Eines der Geheimnisse ist das Sonnenloch, ein Auge aus Stein in den Felsen. Zur Sommersonnenwende fällt das Licht der aufgehenden Sonne genau hindurch und taucht die Höhle in goldene Helligkeit. Vielleicht war es einst ein Kalender, vielleicht ein Heiligtum, sicher aber ein Ort, an dem Mensch und Himmel einander begegneten. Danach führte unsere Reise nach einem Zwischenstopp in Flensburg zur Fähre zu den Färöerinseln. Da wir noch etwas Zeit hatten, besuchten wir noch Skagen. Dies war dann auch der Ausgangspunkt für eine Wanderung nach Grenen, wo Nordsee und Ostsee aufeinandertreffen. Am Folgetag ging es dann zur Fähre. Von einem kostenpflichtigen Parkplatz begannen wir unsere Wanderung. Über dem Ort wacht der imposante Leuchtturm der Gråfyr, der graue Leuchtturm aus dem Jahr 1858.
Mit über 46 Metern Höhe ist er einer der ältesten und höchsten Leuchttürme Dänemarks, heute auch ein Museum und Vogelschutzbeobachtungsposten. Der schmale Sandstreifen, das sogenannte Riff von Grenen, wächst durch Strömung und Sediment ständig weiter ins Meer hinaus. Eine Wanderung dorthin führt über windgeformte Dünen und feinen Sand, oft begleitet von Seehunden, die sich am Strand sonnen. Die Region um Grenen war zudem Teil des Atlantikwalls während des Zweiten Weltkriegs. In den Dünen, aber auch teilweise versunken und überspült von Wasser und Sand, finden sich noch Reste von Bunkern und Geschützstellungen, stille Zeugen einer anderen Zeit. Am nördlichsten Punkt Dänemarks bei Grenen treffen sich zwei Meere, die raue Nordsee und die ruhigere Ostsee, beziehungsweise das Kattegat. Direkt vor der Küste kann man sehen, wie die Wellen beider Meere gegeneinander stoßen. Ein faszinierendes Naturschauspiel, das Grenen zu einem der beliebtesten Orte Skandinaviens macht. Doch so friedlich es aussieht, Baden ist hier lebensgefährlich. Die gegeneinander laufenden Strömungen der zwei Meere sind unberechenbar stark und können selbst geübte Schwimmer ins offene Meer ziehen. Am nächsten Morgen erlebten wir einen wunderschönen Sonnenaufgang zusammen mit einem Seehund, der sich am Strand räkelte. In Hirtshals wartet die Fähre Nyrona. Vor uns liegt eine Fahrt über das wilde Meer, zu den Färöerinseln, einem Land aus Nebel, Klippen und uralten Sagen. Die Norröna wird auch die Königin des Nordatlantiks genannt. Gebaut wurde sie in Lübeck. Ihr Stapellauf erfolgte 2002. Das Schiff verfügt mit 318 Kabinen über eine Kapazität von 1480 Passagieren und hat Platz für 800 Fahrzeuge. Die Norröna ist das einzige Passagierschiff, das regelmäßig zwischen Dänemark, den Färöerinseln und Island verkehrt. Drinnen warme Kabinen, nordisches Essen, schönes Buffet, Lounge, Kino, Kaffee, Schwimmbad und das Gefühl, auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Doch draußen beginnt das Abenteuer. Wenn der Wind auffrischt, die Wellen Meter hoch steigen und der Nebel den Horizont verschwinden lässt, dann zeigt der Nordatlantik sein wahres Gesicht. Mit dem Einbruch der Nacht erreichten wir unser Ziel Tórshavn. Der Himmel zeigte das letzte Licht des Tages. Rot, Gold und tiefes Blau. Über das Meer glitt das Leuchten eines fernen Turms, wie ein Gruß aus einer anderen Welt. Tórshavn, die kleinste Hauptstadt der Welt, eingehüllt in Wind, Salz und Licht. Ein Ort, der einen empfängt, nicht mit Lärm, sondern mit Stille. Als wir die Fähre verließen, war die Nacht bereits hereingebrochen. Rasch ging es durch den Zoll. Wie auf Island ist das Freistehen mit dem Wohnmobil, auch auf den Färöerinseln, grundsätzlich nicht erlaubt. Viele Reisende steuerten deshalb direkt den nahegelegenen Campingplatz an und so bildete sich kurzzeitig ein Stau aus Womos und Vans vor der Einfahrt. Doch das Team vor Ort blieb gelassen und freundlich. Sie hatten eigens wegen der Fährankunft länger geöffnet und meisterten die nächtliche Camperflut mit einem Lächeln. Am nächsten Morgen zeigte sich der atemberaubende Blick vom Campingplatz über das Meer und wir begannen unseren Roadtrip über die Färöerinseln. Der Plan war klar.
Erst hinauf zum Northradalskat, um den Passblick zu genießen, dann weiter zum schwebenden See von Sørvágsvatn mit dem Sklavenkliff. Danach wollten wir den Múlafossur-Wasserfall besuchen. Doch wie so oft kam es dann anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Nebel, Regen und Wind hatten ihre ganz eigenen Pläne. Am Northradalskat lag die berühmte Aussicht, die man von so vielen Bildern kennt, in geisterhaftem Grau verborgen. Und doch, auf dem Weg weiter zum schwebenden See von Sørvágsvatn gab es immer wieder magische Momente. Immer neue Ausblicke, Lichtspiele und damit auch viele Fotostops. Und das trotz des Wetters oder vielleicht gerade deswegen. Am Startpunkt der Wanderung zum schwebenden See von Sørvágsvatn legte der Wind nochmal nach. Trotzdem war schon beim Start der Ausblick auf das Meer und den Hexenfinger, wörtlich Trollweibsfinger, atemberaubend. Von dort aus begann unsere Wanderung entlang des Sees, der von den Aussichtspunkten aus wirkt, als würde er hoch über dem Meer schweben. Ein Ort, der selbst bei Wind, Regen und Nebel etwas Magisches ausstrahlt. Der Zugang zum Wanderweg ist kostenpflichtig. Bezahlt wird am kleinen Café am Startpunkt. Schritt für Schritt führte uns der Pfad durch sanftes Grasland, während der Wind Wolken und Nebel über den See treibt. Die Einnahmen aus dem Eintritt, so heißt es, sollen zur Pflege und Verbesserung des Weges dienen. Der Pfad ist gut markiert, hätte aber an einigen Stellen tatsächlich etwas Liebe nötig. Ob 20 € pro Person den Zugang wert sind, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Die Rundwanderung ist rund 8 Kilometer lang. Und wer die Kondition und das Wetter auf seiner Seite hat, kann den Aufstieg zum Sklavenkliff wagen. Dann sind es etwa 12 Kilometer. Und der Lohn ist ein Ausblick, der einem den Atem raubt, wenn es das Wetter zulässt. Weil der See nur einen Steinwurf vom Vágar Airport entfernt liegt, ist das Fliegen mit Drohnen hier streng verboten. Verstöße werden mit empfindlichen Strafen geahndet. Viele der spektakulären Luftaufnahmen, die den schwebenden Eindruck so deutlich machen, stammen aus Zeiten, als die Regeln noch lockerer waren. Die Vogelperspektive aber zeigt am besten, warum das Wasser scheinbar über dem Atlantik hängt. Und genau so ein Bild haben wir hier eingefügt, damit man diesen magischen Blick trotzdem erleben kann. Der Berghang, der den See vom Meer trennt und über dessen Flanken der Wanderweg verläuft, steigt an seiner höchsten Stelle steil zum Abgrund hinauf. Zum Sklavenkliff Tralanipa. Der Legende nach sollen die Wikinger von hier aus ihre Sklaven ins Meer gestürzt haben, wenn sie sich weigerten, ihren Herren zu dienen. Heute ist der Ort still. Nur Wind und Wellen erzählen noch seine Geschichte. Und während man dort steht, spürt man, dass sich über Jahrhunderte etwas von dieser düsteren Erinnerung erhalten hat. Nur wenige Schritte weiter ergießt sich das Wasser des Sees als Wasserfall, dem Bøsdalafossur, über die Klippen direkt in den Atlantik. Ein kraftvoller Abschluss dieser Landschaft, wo Felsen, Meer und Himmel in einem einzigen Moment zusammentreffen. Von hier führte uns der Weg zurück zum Ausgangspunkt. Nun ging es weiter nach Gásadalur, einem kleinen Dorf, das lange Zeit fast völlig von der Außenwelt abgeschnitten war. Eingeschlossen zwischen steilen Bergen und dem offenen Meer war es früher nur zu Fuß oder per Boot erreichbar. Heute führt ein Tunnel dorthin. Und am Ende des Tals stürzt der Múlafossur-Wasserfall in einer majestätischen Kaskade direkt in den Ozean, einer jener Orte, an denen die Färöer ihre wilde Schönheit zeigen.
Am Rand des kleinen Dorfs fällt der Mula Fossur rund 30 Meter tief über die Klippen in den Atlantik. Wind und Gischt verwehen sein Wasser oft wie feinen Nebel über das Meer. Jahrhundertelang verborgen hinter den Bergen war dieser Wasserfall das geheimnisvolle Herz eines der einsamsten Orte der Färöer. Nach dem Besuch am Mula Fossur führte unsere Route weiter über die schmalen, kurvigen Straßen der Färöer, hinein in ein Land aus Nebel, Gras und Meer. Unser Ziel: Saksun, das kleine Bilderbuchdorf, das sich wie ein Geheimnis zwischen den Bergen öffnet. Eine stille Lagune liegt dort, umrahmt von grünem Fels und schwarzen Stränden. Saksun war einst ein Hafen, bis ein Sturm während des 17. Jahrhunderts die Bucht mit Sand füllte und das Meer zurückwich. Heute liegt dort eine stille Lagune, umgeben von Bergen und alten Höfen. Die kleine Kirche mit Grasdach und der Hof Duvugartar, heute ein Heimatmuseum, erzählen von Jahrhunderten eines entbehrungsreichen Lebens mit stetigen Ringen gegen Wind, Regen und Meer. Von Saksun führte uns der Weg weiter nach Eidi, zu einem ungewöhnlichen Campingplatz. Hier steht man nicht auf Wiese oder Schotter, sondern auf Kunstrasen. Der Platz war früher einmal ein Fußballfeld. Und während der Wind über das alte Spielfeld fegte und der Regen ans Uomo trommelte, leuchteten plötzlich die Nordlichter, zartgrün, tanzend, flüchtig. Ein Abend, der alles vereinte, was die Färöer ausmacht: raue Natur, überraschende Momente und eine Portion Humor. Unser erster großer Stopp des Tages war der Aussichtspunkt Risin-Okellingen an der Nordküste von Eysturoy. 2 gewaltige Felsen ragen aus dem Meer, der Riese und die Risin. Der Aussichtspunkt ist über eine schmale Passstraße zu erreichen, die uns auch zum Slättaratindur führen wird. Der Legende nach wurden der Riese und die Risin von Island geschickt, um die Färöerinseln zurückzuziehen. Doch sie waren mit ihrer Aufgabe sehr ungeschickt und benötigten viel zu lange. Die Sonne ging über ihnen auf und verwandelte sie in Stein. Seitdem stehen sie dort versteinert während des Morgengrauens als ewige Mahnung an alle, die sich mit den Inseln anlegen wollen. Risin, der Riese, ist der größere der beiden Felsen und steht etwa 75 Meter hoch und befindet sich weiter entfernt von der Küste. Kellingen, die Risin, ist etwa 68 Meter hoch und steht näher beim Ufer. Das nächste Ziel war der Berg Slättaratindur, übersetzt der flache Gipfel. Wenn man allerdings davor steht, wirkt er aus der Nähe alles andere als flach. Auf der Insel Eysturoy erhebt sich der Slättaratindur mit 880 Metern
der höchste Berg der Färöer. Von hier oben sieht man an klaren Tagen fast alle Inseln der Färöerinselgruppe und manchmal sogar bis Island. Ein stiller Riese aus Fels umschlungen vom Nebel, der über das Land wacht, zeitlos und unbeeindruckt vom Wetter und den Jahren. Vom Parkplatz kann man den Gipfel nach 2 Kilometern und 450 Meter Höhendifferenz erreichen. Aufgrund des Wetters verzichteten wir aber auf dieses Abenteuer. Die Fahrt nach Gjógv führte uns über schmale, nebelverhangene Straßen, vorbei an sanften Tälern und steilen Hängen. Manchmal konnte man einen Blick auf das Meer erhaschen. Der Nebel kam und ging, legte sich wie ein Schleier über die Landschaft, und jedes Tal schien sein eigenes kleines Geheimnis zu haben. Am Ende war es gar nicht der Ort selbst, der uns am meisten beeindruckte, sondern der Weg dorthin. Diese stillen Momente zwischen den Bergen hatten wahren Zauber in sich. Ein kleines Dorf mit kaum 50 Einwohnern, eingebettet zwischen Meer und Bergen. Der Name Gjógv bedeutet Schlucht, und diese natürliche Felsspalte diente einst als sicherer Hafen für die Fischer. Über allem wacht die kleine Kirche von 1929, schlicht und weiß. Sinnbild für das stille, zähe Leben am Rand der Welt. Heute zieht der Ort jedes Jahr tausende Besucher an. Und man muss mehr darauf achten, keinen der vielen Fotografen zu überfahren, als einem Einheimischen zu begegnen. Von Gjógv ging es weiter über schmale Straßen vorbei an grünen Hängen und durch Tunnel auf die Nachbarinsel. Nebel und Regen, Licht und Schatten mit ständigem Wechsel. Unser Ziel Klakur oberhalb der Stadt Klaksvík. Wenn das Video bis jetzt unterhalten hat oder informativ war, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Zunächst haben wir uns natürlich verfahren. Die Route zum Wanderparkplatz am Klakur ist nämlich alles andere als leicht zu finden. Offenbar sind wir nicht die Ersten gewesen, denn ein großes Schild machte uns freundlich, aber deutlich darauf aufmerksam, dass wir hier nicht richtig sind, und erklärte gleich, wie man zum richtigen Parkplatz gelangt. Immerhin, wer sich auf den Färöern verfährt, bekommt dafür meist einen großartigen Ausblick gratis dazu. Tatsächlich sind wir mit dem Wohnmobil die Schotterpiste hinaufgefahren bis zum hochgelegenen Wanderparkplatz am Klakur. Eine Strecke, bei der man sich mehr als einmal fragt, ob das wirklich eine gute Idee war. Im Rückblick und nach dem, was uns später auf Island noch an Straßen begegnen sollte, war das hier allerdings eher ein freundlicher Probelauf. Oben angekommen empfing uns Wind, Nebel und ein Wetter, das ganz klar andere Pläne hatte als wir. Also wurde aus der großen Wanderung nur ein kurzer Abstecher zum Aussichtspunkt. Aber selbst zwischen Wolkenfetzen, Regen und Windböen war der Ausblick sehr beeindruckend. Zu Füßen des Klakur liegt Klaksvík, einst Zentrum des Walfangs und später Schauplatz der sogenannten Klaksvík-Krise, als es um die Eigenständigkeit der Färöer ging. Dabei gab es sogar eine kurzzeitige militärische Intervention Dänemarks. Der Berg wurde damals zum Sinnbild der Standhaftigkeit, unbeweglich durch den Sturm, wie die Menschen, die hier leben. Wenn der Gipfel des Klakur durch den Nebel verschwindet, sagen die Färinger, der Berg hat Besuch, das Wetter berät sich.
Und tatsächlich, lange bleibt das Wetter hier nie gleich. Nach unserem kurzen Ausflug in den Regen machten wir uns auf den Rückweg nach Tórshavn. Doch ganz ohne Abstecher ging es natürlich nicht. Unterwegs bogen wir noch nach Nes ab, wo an der Küste alte Befestigungsanlagen aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Verwitterte Bunker, vom Wind gezeichnet, erinnern hier an eine Zeit, in der selbst diese abgelegenen Inseln Teil eines globalen Krieges waren. Die Bunker stammen aus der britischen Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs. Damals schützten sie Tórshavn und den Fjord vor möglichen Angriffen. Die Küstenbefestigung bei Nes besteht aus mehreren kleinen Betonbunkern, Beobachtungsposten und Schützengräben, die sich entlang der Klippen oberhalb des Meeres ziehen. Anders als die massiven Festungen des deutschen Atlantikwalls waren sie kleiner, leichter bewaffnet und schnell errichtet. Um einer möglichen deutschen Besetzung der Färöer während des Zweiten Weltkriegs zuvorzukommen. Heute stehen die Bunker verlassen in der Küstenlandschaft, teils auf Privatgrund, teils zugänglich, manche schon verfallen, schwer zu finden, vom Wind und Gras fast verschluckt. Und doch sind sie noch da, stumme Zeugen einer vergangenen Zeit. Zu sehen ist unter anderem eine britische 5,5-Inch Küstenkanone. Mit einer Reichweite von fast 15 Kilometern konnte sie den gesamten Fjord und die Zufahrt nach Tórshavn kontrollieren. Heute verrostet und auch mal von Hühnern besucht, aber immer noch eindrucksvoll. Auf dem Weg zurück nach Tórshavn wartete noch eine große Überraschung auf uns. Der Eysturoyartunnel. Über 11 Kilometer führt er tief unter dem Fjord hindurch. Und mitten unter dem Meer trifft man auf etwas völlig Unerwartetes. Einen Unterwasserkreisel mit einem leuchtenden Kunstwerk, das sich wie eine Welle aus Licht um die Felsen windet. Der Tunnel verkürzt die Fahrzeit zwischen Tórshavn und den Nordinseln von über 1 Stunde auf rund 15 Minuten. Damit endete dann unser Färöer Roadtrip in Tórshavn, wo wir auf dem Campingplatz die Nacht verbrachten. Über dem Hafen zogen Wolken und Lichter, Schiffe kamen und gingen. Und zwischen den Wolkenfetzen tanzten schwach die Polarlichter. Ein stiller, magischer Abschied von Färöer. Für den nächsten Morgen planten wir einen Stadtrundgang durch Tórshavn, bevor die Fähre uns weiter nach Island bringen sollte. Wir starteten unseren Stadtrundgang direkt vom Campingplatz aus, vorbei an der Seefunkstation und dem Fiskaplasit, dem historischen Fischmarkt von Tórshavn. Hier legten einst die Boote dicht an. Der Fang wurde direkt vom Deck verkauft oder auf dem Platz gehandelt und zwischen Fässern, Netzen und Stimmen herrschte reges Treiben. Heute ist es hier meist still, doch die salzige Luft, der Duft von Holz und Meer und liebevoll gestaltete Schautafeln erzählen noch immer von jener Zeit, als hier geschäftiges Leben herrschte. Nur wenige Schritte weiter erhebt sich über dem Hafen die Festung Skansin, einst Torwächter Tórshavns. Die Festung Skansin wurde um das Jahr 1580 erbaut, ursprünglich zum Schutz vor Piraten, die damals die Inseln heimsuchten. Über die Jahrhunderte wurde Skansin mehrfach erweitert und immer wieder neu befestigt, besonders während des 18. und 19. Jahrhunderts. Während des Zweiten Weltkriegs diente die Anlage den britischen Truppen als Hauptquartier, Beobachtungsposten und Flakstellung. Noch heute stehen auf dem Gelände 2 britische 5,5-Inch Kanonen aus dieser Zeit. Von hier aus hat man den besten Blick auf den Hafen, die Fähre und das Meer, ein Stück Geschichte mit Aussicht. Die Festung geht auf Magnus Heinarsson zurück, Sohn eines färöischen Lagmanns, aufgewachsen in Norwegen, später Seefahrer und Freibeuter, mit offiziellem Kaperbrief des dänischen Königs
Er brachte reiche Beute und Sicherheit auf die Inseln, bis man ihn in Kopenhagen aus Neid und Missgunst zu Unrecht der Piraterie beschuldigte und 1589 hinrichtete. Bis heute erzählt man sich, Heinason habe einen Teil seiner Schätze irgendwo bei Tórshavn verborgen. Von der Festung Skansin führt der Weg hinüber nach Tinganes. An den Liegeplätzen liegen noch heute traditionelle, früher zum Fischfang genutzte Ruderboote, die wegen ihrer kulturellen Bedeutung ein besonderes Liegerecht genießen, lebendige Zeugen der färöischen Seefahrt. Hier, zwischen den dunklen Holzhäusern mit Grasdächern, wurde schon während des 9. Jahrhunderts Recht gesprochen. Tinganes war ursprünglich ein Wikinger, Ting, ein Ort der Gesetzgebung und Streitbeilegung. Der Name bedeutet wörtlich Landzunge des Things. Die ältesten Gebäude stammen aus dem 17. Jahrhundert und werden bis heute von der färöischen Regierung genutzt, eines der ältesten Parlamente Europas, noch immer am selben Ort. Nun führte uns der Weg durch die Stadt Richtung Domkirkja, ein schlichtes, weißes Gotteshaus, das schon von weitem auffällt. Die Domkirkja wurde 1788 erbaut, ist die älteste Kirche der Stadt und zugleich Sitz des Bischofs der Färöer. Ihr Inneres ist hell und schlicht, mit Schiffsmodellen unter der Decke. Dankesgaben für eine sichere Heimkehr und Erinnerung an die enge Verbindung der Färinger mit dem Meer. Die Glocke der Domkirche stammt aus einem niederländischen Wrack, das 1709 vor den Inseln strandete. Weiter ging es vorbei an kleinen Geschäften und Cafés, durch die belebte Fußgängerzone mit ihrem künstlichen Bachlauf, der sich wie ein stilles Band durch die Stadt zieht, bis hin zum Stadtpark Vidar-Lundin, wo das Wasser erneut seinen Weg findet, leise zwischen Bäumen und Wegen. Der Park ist einer der ältesten auf den Färöer, grün, friedlich und für die Inseln fast ungewöhnlich. Denn hier wachsen tatsächlich richtige Bäume, die vor über 100 Jahren aus Norwegen und Island gepflanzt wurden. Zwischen den Wegen liegen die Ruinen alter Gebäude, stille Zeugen der Geschichte, meist alte landwirtschaftliche Höfe und Wohnhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Anschließend ging es vorbei an Thorsfjörður, dem Nationalstadion der Färöer, bis zum Svartafoss-Wasserfall, der sich malerisch über Felsen inmitten einer großen Grünfläche ergießt. Von dort war es nur noch ein kurzer Spaziergang zurück zum Campingplatz. Und wir konnten sagen, wir haben Tórshavn mit einer 10 Kilometer Wanderung umrundet und durchquert und fast ohne Regen, das kann man schon als Glücksfall bewerten. Am Abend verabschiedeten wir uns von den Färöerinseln bei strahlendem Sonnenschein. Die Fähre legte ab, glitt langsam zwischen den Inseln hindurch und das Licht tanzte auf den Felsen und dem Meer. Hinter uns lagen Tage voller Wind, Nebel und Entdeckungen. Und nun zeigte sich die Inselgruppe von ihrer schönsten Seite, als wolle sie sagen: Kommt ruhig wieder. Beim nächsten Mal wissen wir, dass ihr es ernst meint. Danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um kein neues Abenteuer zu verpassen. Und natürlich Anregungen, Anmerkungen und Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Nordwärts Teil 2. In dem nächsten Teil unserer Reise erreichen wir Island. Das Land aus Feuer, Eis
Und oft auch Regen, Nebel und Selfie-Sticks. Wir durchqueren die Ostfjorde, entdecken Wasserfälle, Vogelklippen und einen Hof aus dem Mittelalter. Es warten atemberaubende Landschaften, einsame Straßen, Wale, der Arktik-Hengsch, wilde Schotterpisten und ab und an das Gefühl, am Ende der Welt angekommen zu sein. Insgesamt ein neues Kapitel voller Abenteuer. Schön, dass ihr mit dabei wart. Gerne sehen wir uns bald wieder, hier auf dem Kanal.